Oder machen es für 10. Für 5 Euro? Die eine, ja. Die eine Perle, die macht das für 5. Für 5 Euro geht sie anschaffen? Ja, kein Scherz, ich schwöre wirklich. Ernsthaft. Du kannst sogar Sabine fragen. Ernsthaft, wirklich. Ja. Ich war schockiert, wo ich da. Das ist wirklich sehr traurig. Auch. Normalerweise, ich muss auch sagen, da sollte man auch die Freier eigentlich sagen. Ich wollte gerade Ohrfeigen sagen. dafür, wenn ich als Mann irgendwo dahin fahre und sage, ey, pass mal auf, ja geil, für 5 Euro nehme ich dich mit, müsste man ohrfeigen, ganz ehrlich. Also, ich bin Nadine, 30, komme aus Dortmund, wohne auch in Dortmund. Schule, berufsmäßig, was habe ich gemacht? Ja, Schule, 7. Klasse, abgegangen. Danach habe ich Ausbildung irgendwann angefangen. Dachte, ich würde sie nicht schaffen, aber ich habe sie geschafft, Gott sei Dank. Jetzt bin ich bei einer Kollegin hier gerade, wie es hier aussieht. Also ist nicht meine Wohnung. Wie gesagt, ich wohne in der Dortmund Innenstadt. Familienmäßig. Familie. Keine mehr da, so gesehen. Ganz alleine für mich. Kein Freund, nix. Drogen, ja. Kokain, Heroin, normal, Standardprogramm. Dortmund in der Stadt, normal, kriegt man Drogen überall immer her, ganz normal. Ich hab so voll Schiss, Alter, siehst du, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Wie kam es denn genau, dass du Drogen konsumiert hast? Wie kam das dazu? Ja, stimmt. Früher habe ich nur gekifft, ganz normal. Da habe ich überhaupt nichts kokainmäßig konsumiert. Irgendwann durch meinen Ex-Freund kam ich dazu. Der hat mich dann so ein bisschen verleitet dazu, Heroin zu konsumieren. Ein anderer Kollege hat dann gesagt, Kokain, probier das mal. Habe ich dann probiert, kam dann in die Nordstadt. Hab gehört, die gibt es sogar noch weniger auf den Zehner. Dadurch ging das dann los. Ja, natürlich, klar. Wegkommen davon muss ich so oder so. Mit 30. Also aus Neugier könnte man das, ja? Normal, Neugier, klar. Ja, doch, Neugier. Und wie viel konsumierst du dann so am Tag? Oh Gott, habe ich gar nicht überlegt. Nicht viel eigentlich, wenn ich jetzt mal so die anderen mir so überlege. 30, 40, 50, okay, je nachdem. Manchmal vielleicht auch 100. Ja, doch, manchmal. Könnte schon sein. Nie gezählt, nie nachgerechnet, ernsthaft nicht. Also pro Tag 100 Euro? Ja, kommt hin, ja, doch, scheiße. Wenn ich so überlege, doch. Ja. Das ist ja ziemlich viel Geld. Wie? Ja, normal, klar. Wie ich das Geld dran kriege, normal, gehe ich arbeiten, Prostitution, normal. Sonst geht man manchmal klauen, Sachen verkaufen oder so ein Scheiß. Man schlägt sich halt so durch, ist ganz normal. Straßenleben halt, ne. Irgendwann will ich auch natürlich weg davon, ne. Man hat ja auch andere Ziele im Leben, ne. Bin auch gelernte Verkäuferin, davon ab, Ausbildung geschafft, wie gesagt. Wie lange gehst du jetzt schon anschaffen? Oh, gar nicht so lange, stimmt. Halbes Jahr. 6 Monate, 7 Monate. Ja. Macht auch keinen Spaß, normal. Hast immer solche Idioten. Immer Palaver, wegen Geld, sonst was. Zurückfahren, am schlimmsten. Ist so, musst du halt durch, ne? So ist das im Leben. Ich hoffe, du schützt dich auch immer. Normal, Standard, hallo, was ist los? Geht gar nicht. Feuchte Tücher, Taschentuch, alles immer dabei, immer parat. Geht gar nicht. Gibt's da trotzdem so wie Sabine zum Beispiel, die fragt mich auch immer nach Kondome. Sag ich mal, natürlich hier, nimm. Was ist los? Wenn du ohne, dann geht gar nicht. Also, dann gehe ich auch gar nicht erst arbeiten. Nein. Also das Sabine, mit der ich auch schon ein Interview geführt hatte? Nee, genau, Sabine, ja. Nee. Du hast gerade auch Diebstahl angesprochen. Oh Gott, ja. Was in der Regel klaut man da so? Also, was hast ich ganz normal nehme eigentlich immer den Kaffee, den Lavazza-Kaffee. Der kostet ja so im Laden 15 Euro. Gehst du im Laden, gehst am Kiosk irgendwo verkaufen für 10, 5 Euro manchmal. Nimmst du 10 Pakete mit oder 5 Pakete, dann geht das schon. Kriegst du das denn sehr schnell dann los? Sind die... Wenn du 1, 2 Kiosk habe ich, wo die mir das sofort abnehmen. Die auch das die unbedingt die dann wollen. Die schicken mich auch los und sagen, hier, Bestellung, bring mir den und den Kaffee mit, dann mache ich das auch und bring den dann mit und dann natürlich los. Ach, sogar auf Bestellung? Ja, macht 1, 2 Leute auf jeden Fall, doch. Aber das mache ich wirklich nicht so oft, weil ich ja, wie gesagt, gelernte Verkäuferin bin und ich möchte nicht, dass dann irgendwann im Führungszeugnis steht, wegen Diebstahl.
Weil wenn das drin steht, dann kann ich nicht mehr diesen Job so. Was verlangst du dann? Die Hälfte dann? Ist das Ja, immer? normal, klar. Kannst du ja nicht. Ne? Wenn ein Laden 15 Euro kostet, kann ich nicht hingehen und sagen, gib mir mal 10. Geben sie nur 5 oder so. Aber egal, scheiß drauf. Wie sieht's mit deiner Familie aus? Gibt's keine mehr, wie gesagt, Familie. Bin im Kinderheim groß geworden. Vor 3 Pflegefamilien gewesen. War dann halt sexueller Missbrauch gewesen und so ein Scheiß. Dann haben sie mich von meiner Schwester getrennt. Bin ich halt ins Kinderheim gekommen. 11 Jahre lang. Mit 18 bin ich rausgegangen. Hab gesagt, Feierabend will ich nicht mehr. Da habe ich dann mein eigenes Leben gelebt. Dann habe ich halt meinen Ex kennengelernt, damals in der Therapie. 8 Jahre war ich mit dem zusammen, hat nicht geklappt. Wie gesagt, durch Drogenmissbrauch, er kam ins Gefängnis, ich war dann auf der Straße und so. Ab da ging es dann halt komplett bergab. Festvertrag hatte ich auf Arbeit, alles. Musste ich alles leider aufgeben. Wie lange bist du denn jetzt quasi so unterwegs? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Und davor habe ich halt schon mal einen Entzug gemacht. War ich auf Polamedon, war ich dann da eingestellt und habe mich dann aber trotzdem eiskalt entzogen, was noch ein bisschen gefährlich war. Habe ich mich 3 Wochen eingesperrt ungefähr und habe dann abgekickt. Ja, natürlich Nordstadt wieder gewesen. Eine Kollegin sagte, hey, brauchst du kein Heroin? Ich sage, nein, brauche ich nicht. Irgendwann wirst du schwach und konsumierst das wieder. Und seitdem 1 Jahr jetzt, ja, bin ich wieder schon drauf. Dann. 2 Jahre jetzt, ja. Da war ich einmal clean, ja. Beim Klauen. Und wie lange konsumierst du Drogen? Oh, also mit Kiffen und so, mit Alkohol, boah, seitdem ich 14 bin. Ja. Kinderheimzeit. Da ging es dann halt richtig bergab. Also, die haben mir damals auch gesagt, jetzt ja, ich soll eine Entzugskur machen, weil ich die ganzen Kids schon draufgebracht habe zum Drogen konsumieren und so. Scheiße gebaut viel, ja. Muss man Was ist das für ein Gefühl, wenn du konsumierst? Boah, Heroin und ja, okay, Kokain hast du Heroin ist ja gesagt. einfach nur noch irgendwann vom Körperlichen abhängig. Dann, das ist ja nur noch, dass du dich gesund machen kannst und funktionierst, sonst bist du einfach nur noch tot, kaputt einfach. Wie nur. lange hält das an bei dir so? Würdest du sagen, bis Das so... ist das Problem, genau, ja. Wenn du Vernünftiges kriegst, dann hält das vielleicht 6 Stunden an oder so. Wirklich gutes Heroin. Aber ansonsten, das, was die hier so alle verkaufen, 4 Stunden höchstens. Allerhöchstens. Und dann musst du schon wieder los und so. Ja. Aber wie gesagt, ich melde mich jetzt auch an. Und dann gehe ich ab in die Klinik und dann Dortmund den Rückenkern, echt. Bester. Man hat ja noch Ziele, ne? Wie gesagt. Verkäuferin, ich will arbeiten gehen, ganz normal. Man will ja auch Kinder irgendwann kriegen und so einen Scheiß. Family aufbauen. Was ich ja alles nicht habe. Wie lange bist du jetzt aus deinem Beruf raus? 2,5 Jahre jetzt, ja. Knapp, ja. Hat dir Spaß gemacht? Normal, klar. Hallo. Ich habe davor Praktikum gemacht, habe dann halt 1 Jahr, ja doch 1 Jahr Praktikum, 2 Jahre Ausbildung und dann noch mal 1 Jahr gearbeitet. Wie gesagt, Festvertrag, ich hätte komplett bis Ende da arbeiten können. Alles aufgebaut und dann irgendwann alles kaputt gegangen. Leider. Wie denkst du jetzt darüber? Ja, scheiße, ne? Normal. Was willst du machen? Gute Frage. Wie denkst du doch? Normal, scheiße gelaufen, ne? Klar. Wie gesagt, also normalerweise wäre ich auch eigentlich gar nicht mehr hier. So, da ich aber eine Fehlgeburt hinter mir habe, sonst hätte ich eigentlich eine 4-jährige Tochter, dann wäre ich gar nicht mehr hier. Tja. Ist das auch ein Grund, warum du da wieder Ja, zurück normal. abgerutscht Klar. Ja. Klar. Wie sieht es sonst mit deiner Gesundheit so aus? Corona hab Ja, nicht ich merke, mehr. das nimmt dich ziemlich Alles mit. gut. Ne? Ja, Tochter nun mal. Ja, ist wirklich sehr traurig. Muss man durch, ne? Der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, würde ich mal sagen. Hat ja auch eh nicht in dem Moment gepasst. Davon ab. Hätte eh nicht gepasst. Hätte nicht gepasst. Und sonst bist du sonst in der Regel oft hier alleine unterwegs? Oder Ja, hast du besser so. Weil hier, wie gesagt, die Leute alle nur verarschen sich gegenseitig, weil sie auch alle auf Drogen sind, weißt du. Da gibt es keine richtigen Freunde. Ist einfach so.
Alle wollen so, nur wenn du was hast, dann bist du was, wenn du nichts hast, bist du nichts. Ist einfach so. Dann bist du gut genug Ja, dafür. normal. Dann heißt es, ach, boah, beste Freund, Kollegin, sonst was, bla bla. Und dann kaum drehst du Rücken zu, dann Lästerei und ach Gott, Klauerei. Wie gesagt, der eine Kollege ist letztens auf der Parkbank eingeschlafen. Ey, da haben sie seine 120 Euro, die er so verdient hat mit Rumdeal, haben sie ihn geklaut. Dann haben sie noch die Schuhe geklaut, die er anhatte. Ich frage mich manchmal, was für Charakter das ist. Also, wir sitzen eigentlich alle in einem selben Boot. Normalerweise, wenn jeder eigentlich nur uns gegenseitig helfen würde, hätten wir es alle eigentlich ein bisschen besser, sag ich mir. Weißt du? Wenn man mal halt ein bisschen logisch denkt, ne? Stattdessen jeder gegen jeden quasi. Genau, ja, ich normal. habe da auch so viele Geschichten schon gehört, das ist wirklich Ich traurig. weiß, ich kenne ja auch so ein paar Videos, ja, das ist wirklich so. Und das ist echt schon heftig, aber deswegen. Ich verstehe auch nicht, warum so einige Weiber, wenn die im Knast sind, warum kommen die wieder hierher? Verstehe ich einfach nicht. Die haben die Chance, clean zu werden und dann einfach ein neues Leben beginnen. Einfach gar nicht mehr. Dortmund ist einfach so, Dortmund ist der härteste Drecksloch, den es gibt. Ist so. Also ich für finde, mich man zumindest. man hört nicht so viel von Dortmund, obwohl hier ist trotzdem dennoch eine Drogen hoch, Riesenszene. Burg hoch, 10, glaub mir. Und ein Kollege zum Beispiel, der kommt aus Frankfurt und der sagt selber, Frankfurt ist ein Scheißdreck gegen Dortmund. Echt, wirklich. Schon wie gesagt, von den Menschen her allein und so ein Scheiß. Also selbst die Frankfurter Junkies haben ein bisschen mehr Anstand und sind ein bisschen, wirklich. Und ich war schockiert, wo er das sagte. Ich war wirklich schockiert. Da habe ich mir schon gedacht, okay, fuck. Dortmund muss schon echt scheiße sein. Und wie ist das hier, wenn du hier nachts unterwegs bist? Hier in der Dortmunder Nordstadt. Hast du oft auch Angst? Sag mal, du hast ja gesagt, du gehst auch anschaffen. Wie Ja, ist ich das? habe eigentlich, wie gesagt, ich habe mein Handy dabei. Wie gesagt, Kennzeichen merke ich mir so oder so dann. Wie es bis jetzt toi toi toi, immer auf Holz klopfen, 1, 2, 3. Noch nie was passiert großartig. Also wenn irgendwie, man guckt sich auch vor die Leute an, wo man einsteigt. So. Wenn ich will jetzt nicht so rechts rüberkommen oder so, wie gesagt, ich bin selber Ausländer. Man guckt sich die Leute vorher an und dann weiß ich, okay, kann ich abschätzen, der ist vernünftig, der ist nicht vernünftig, einfach so, klar. Deswegen, ich kann von Glück reden, dass mir noch nie was bis jetzt passiert Also ist. nach Situation, nach Gefühl, das Genau. schätzt du dann so ein, okay. Genau, war gerade sagen. Kannst du da den Ablauf genau mal so ein bisschen erzählen? Also Oh Gott, ja. ich nehme an, das ist hier auf den Straßenstrich hier in der Dortmunder Nordstadt, oder? Ja, da oben, genau. Weiß ich nicht, was soll ich sagen? So, Auto hält an, fragt nach, was du machst. Und dann sagst du das, zum Beispiel Französisch oder Verkehr. Sagt er, ja, was willst du dafür? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Mädels hier noch mal so nehmen. Ich nehme eigentlich ganz normal meine 40 Euro für Blowjob nur, für Verkehr ganz normal 50. Kann ich mir aber auch leisten, weil ich halt kein Assi bin. Ich habe meine Wohnung, ich bin sauber. So. Bis jetzt habe ich auch keine Probleme damit, die Leute zahlen das auch. Wohin geht ihr dann hin? Das ist das so, und dann fährst du halt entweder in eine Wohnung, zum Beispiel hier ist eine, die vermietet auch ihre Wohnung für einen Zehner, dann gehst du halt hier hin, oder du gehst selbst in eine Wohnung, wenn du eine hast, so wie ich, fährst du dann da halt hin. Oder einige wollen gar nicht mit dir in eine Wohnung fahren, weil sie Schiss haben, dass sie beklaut werden oder sonst irgendwas ist. Fährst du mit denen dann irgendwo in der Ecke oder so, im Auto dann oder so. Machst du das dann da eben halt. Was ein bisschen unbequem ist. Aber gibt es denn trotzdem noch Leute, die dann, also Freier, die fragen, ohne Schutz, ob das gehen Da würde? steige ich jetzt gar nicht ein, da sage ich dann nein, kannst du Aber gibt es denn noch, ja, normal gibt es wirklich noch welche, ja. wie würdest du das einschätzen? Ist doch da die... Ja, größer. Also Ja. die meisten wollen wirklich alle noch ohne. Und das ist wirklich heftig. Ich sag da nein. Bei aller Liebe. Ich bleib dann lieber 2 Stunden draußen stehen in der Kälte, anstatt ich irgendwie mal ohne Gummi mache oder so ein Scheiß. Weil, nee, muss nicht sein. Ernsthaft nicht. Nein. Wie sieht es mit den anderen aus? Weißt du, ob da teilweise sogar, ja, dass sie das sogar ohne machen? Ja, viele. Und die machen das auch meistens so, die, ich find will das- keine Namen nennen. Nein, um Gottes Willen, die sollst du eine, gar die nicht. geht zum Beispiel für 5 Euro ins Auto einsteigen und so ein Scheiß. Ja. Oder machen es für 10. Für 5 Euro? Die eine, ja. Die eine Perle, die macht das für 5. Für 5 Euro geht sie anschaffen? Ja, kein Scherz, ich schwöre wirklich. Ernsthaft. Du kannst sogar Sabine fragen. Ernsthaft, wirklich. Ja. Ich war schockiert, echt wo ich da. traurig, das ja, ist wirklich sehr ich traurig. Auch. Normalerweise, ich muss auch sagen, da sollte man auch die Freier eigentlich sagen. Ich wollte gerade Ohrfeigen sagen. dafür, wenn ich als Mann irgendwo dahin fahre und sage, ey, pass mal auf, ja geil, für 5 Euro nehme ich dich mit, müsste man Ohrfeigen, ganz ehrlich. Ist so.
Ja, ich normalerweise find auch eigentlich sofort Bullerei anrufen und sagen, ey Leute. dass die Leute das da ausnutzen, ne? Ja. Gerade wie gesagt, wenn die Mädels dann noch die sehen, dann, dass die Mädels wahrscheinlich affig sind oder als Entzug haben. Ja, die nutzen hey, das die dann nutzen dann die aus. Situation aus und sagen, hey cool, komm, weißt du was, die Alte machen wir dann, ne? Ja, das ist traurig, also gibt's bei mir nicht. Aber davon ab, ich teile mir das Zeug auch so gut ein, dass ich halt nicht so immer arbeiten muss. Das ist auch halt mein Vorteil, weißt du? Ich sitze morgens halt nie, werde ich niemals affig wach oder so ein Scheiß, ist so. Da habe ich gar keine Lust zu. Du planst dir da so ein bisschen ein. Ich wollte Kriegst du grad denn sagen, da ja, auch irgendwie ja. Unterstützung, irgendwelche Gelder? Nein, gar nichts vom Amt, gar nichts. Nein? Nein, gar nichts. Aber du hast eine Wohnung, hattest du, Ja, glaub ich gesagt, wohne halt oder? bei meinem Kollegen halt, der hat die damals für mich gemietet, die Wohnung. Jetzt wohnt er halt selber mit da drinnen, weil er halt von seiner Mutter rausgeflogen ist. Ich wohne, darf da auch mit drinnen wohnen, weißt du, also Aber die läuft über seinen über Namen? seinen Namen, ja, normal, natürlich, klar. Aber ich habe mal Schlafplatz, mein Zimmer, weißt du. Ich muss nicht draußen halt schlafen. So, Das ist schon mal gut. ja, toi, toi, toi. Ja. Wie würdest du hier die Nordstadt beschreiben? Findest du, das wird hier immer schlimmer so Ja. mit den Drogen und Obwohl, wie empfindest du das selber? Ich habe mich gestern noch mit einer Kollegin unterhalten. Rein regulär wird es eigentlich besser ein bisschen. So, klar, für uns Leute, die konsumieren, Kacke. Wie gesagt, ich muss sagen, Polizei, Ordnungsamt, die räumen hier wirklich schon sehr, sehr gut auf. Also vor 3 Monaten hast du wirklich kontinuierlich 24 Stunden durch, Koks, Heroin, alles bekommen. Ist heute nicht mehr so. Da stehst du schon um 12 Uhr da und wo kriege ich jetzt was her? Alle Handys aus, alle tot. Also die richtigen Dealer haben sie alle weggecasht. Ja. Die Also es greifen wird da eigentlich also wirklich schon ein ganz bisschen gut durch. besser. Ja, es wird schon ein bisschen besser. Aber die Leute, wie gesagt, die bleiben halt hier. Wie gesagt, die meisten sind doch alle wohnungslos. Wohin sollen sie gehen, weißt du? Wenn sie keinen Platz irgendwo organisieren, wo die Leute hingehen können und ne, sich aufhalten dürfen, weil meistens kommt Ordnungsamt vorbei und schickt die Leute weg. Ja, hallo, wo sollen die Leute hin? Die sind alle obdachlos, die können nur auf der Parkbank sitzen und rumlungern. Was sollen sie machen? Ist dann halt so, ne? Ist leider so. Ja, wie soll es mit dir weitergehen? Wie Wie stellst gesagt, du dir dein ich Leben weiter wollte gerade vor? sagen, wir haben jetzt Ende des Jahres jetzt, so nächstes Jahr auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall Therapie machen. Ja, Therapie, entgiften. Wie gesagt, mir meine eigene Wohnung suchen dann auf jeden Fall. Und wieder arbeiten, auf jeden Fall. Arbeiten, wie immer. Also Arbeit ist so das Einzige, was mich dann wirklich ablenkt. Und ich habe dann noch keinen Suchtdruck oder sonst irgendeinen Scheiß, weißt du. Dann kippe ich mir mal vielleicht höchstens abends mal ein oder so. Oder, und das war's aber auch dann wieder. Okay, weißt du. also du Also ich willst würde niemals Heroin dann wieder anfassen oder so ein Fuck, weißt Du du. willst auf jeden Fall definitiv wieder da raus, ne? Normal. Und Dortmund werde ich auch sofort den Rücken kehren, sofort. Ich werde gar nicht erst hierher kommen oder sonst irgendwas, gar nicht. Nein. Hast du schon was im Visier, wohin du gerne hin möchtest? Boah. Nein. Habe ich auch noch Zeit zum Überlegen. Wie gesagt, so noch ein langer Weg bis dahin so ein bisschen. Deswegen, ich habe da noch Zeit zum Überlegen. Aber so, nein. Für mich steht fest, Entgiftung, Therapie und weg hier. Dortmund, nein. Das ist ja das Schlimme, man sieht es auch immer an den anderen Leuten, wie tiefer die immer sinken, so, weißt du. Ich kann nur vom Glück reden, dass ich nicht am Spritzen bin oder so ein Fuck, weißt du. Was so andere Leute schon machen, das ist schon echt abartig, also. Nein. Ja, möchtest du den Leuten noch da draußen irgendwas sagen? Bleibt fern von Dortmund und Neustadt. Wirklich, ernsthaft Leute, bleibt weg von der Dortmund und Neustadt. Tut euch nichts Gutes mit, ja, weiß ich nicht. Ist wirklich eigentlich nur das Beste wirklich aus Dortmund hier raus. Ist wirklich so. Ich bin einfach nur schockiert hier, echt. Wirklich. Ist einfach so. Hier kannst du nur absacken. Ja, auf Deutsch gesagt, absacken. Und Was dann noch ist so die falschen Leute noch herum. Ne? Die reißen dich noch tiefer mit runter, weißt du. Was ist so das Schlimmste, was du hier erlebt hattest? Boah, gut, warte, gute Frage. Was ist das Schlimmste, was ich erlebt habe? Also wie gesagt, die Aktion mit dem Kollegen, der hat geschlafen und dann haben sie ihm halt seine Schuhe geklaut. Das war auf jeden Fall auch schon mal Horror. Da war ich schon schockiert. Wie gesagt, die Perle, die für 5 € arbeiten geht, war ich schockiert. Ist auch so eine Story.
Ja, und dass die sich alle hier mit Waffen und so eine Scheiße immer irgendwie alle anpöbeln oder angreifen. So. Jetzt ist zum Beispiel eine Kollegin halt in den Knast gekommen, weil die halt im Tabletten waren, keine Ahnung, was die genommen hat, halt einen Typen mit einem Messer angegriffen hat. Ich frage mich, was ist los? Warum so viel Gewalt hier? Ja, Geht gar allgemein die nicht, ne? Aggression, die steigt. Ja, das ist aber das Problem, die Drogen. Das sind die Drogen, was sie mit denen machen. Okay, super. Vielen lieben Dank dir für das Interview. Gerne, kein Problem. Ja, für deine Zeit. Gerne, immer wieder. Und ich hoffe, es klappt alles so, wie du dir das wünschst. Ja, wird schon. Doch, doch. Ich habe schon mal geschafft, also werde ich es nochmal zweites Mal packen. Doch, doch. Ja. Danke dir, alles Gute wünsche ich dir. Immer gerne. Immer gerne.